die westlichen wirtschaftlichen Mächte zu vereinen und militärisch und politisch anzuführen. So, Western Europe and Japan are integrated not simply into a nexus of military alliances with the US, but they're also integrated into a broader liberal capitalist transnational space. Westeuropa und Japan werden also von den USA integriert, nicht nur militärisch, sondern sie werden auch integriert in einen größeren liberalen kapitalistischen Wirtschaftsraum. If we think of institutions like the World Bank, the IMF, more recently the World Trade Organization, these are the institutions that are meant to organize and regulate this liberal capitalist transnational space. Und dieser liberale kapitalistische internationale Raum, von dem ich gesprochen habe, der wird organisiert und reguliert von Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Welthandelsorganisation, die als letzte hinzugekommen ist. And what this involves is a part within this space, a partial dissociation of economic and geopolitical competition. Und diese Formierung eines einheitlichen liberalen Raumes impliziert, dass es dort eine gewisse Trennung gibt von der ökonomischen und der geopolitischen Struktur. Famously, Germany and Japan increasingly undermine US economic supremacy, helping to precipitate a new era of crises from the 1970s onwards. Besonders wichtig dabei ist, dass Deutschland und Japan dazu beitragen, mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg und ihrer wirtschaftlichen Konkurrenz gegenüber den USA, dass es ab den 70er Jahren wieder zu wirtschaftlichen Krisen kommt und zu Spannungen in diesem Block. But unlike the earlier period, the economic rivalries between the US, Germany and Japan don't translate themselves into geopolitical conflicts. Anders als in der früheren Phase des Imperialismus führt aber diese wirtschaftliche Konkurrenz zwischen den USA, Deutschland und Japan nicht zu einem Ausbruch von geopolitischer Rivalität zwischen diesen Kräften. Indeed, because they're the defeated powers of the Second World War and particularly vulnerable to Russian military power, Germany and Japan are particularly subordinated to the US within the Western system of alliances. Ganz im Gegenteil, Deutschland und Japan sind erstens, weil sie den Zweiten Weltkrieg verloren hatten und zweitens, weil sie besonders verletzlich waren gegenüber der militärischen Bedrohung durch die Sowjetunion, gezwungen, sich der USA und ihrem Militärapparat unterzuordnen. I'm oversimplifying. There are all sorts of conflicts and antagonisms that developed during the period, but nevertheless the US is able to maintain its hegemony. Ich vereinfache hier natürlich. Es gibt alle möglichen Konflikte, die in dieser Phase entstehen und Antagonismen, aber im Großen und Ganzen schaffen es die USA, ihre geopolitische Hegemonie zu sichern und beizubehalten. And the US's success in unifying the advanced capitalist world under its leadership is one crucial factor in bringing about the eventual collapse and disintegration of the USSR at the end of the Cold War. Und die Tatsache, dass es den USA in dieser Phase gelungen ist, die westliche Welt unter ihrer Vorherrschaft zu vereinen, ist entscheidend gewesen dafür, dass es gelungen ist, die UdSSR in die Knie zu bringen und zum Zerfall des Ostblocks den herbeizuführen. This takes us to the third phase, which is the much more fluid situation that has developed since the end of the Cold War 20 years ago. Wir kommen jetzt zur dritten Phase, die deutlich stärker eine Phase der Veränderungen ist und die sozusagen nach dem Ende des Kalten Krieges vor gut 20 Jahren eingetreten ist. The US in one sense is quite vulnerable
because its relative economic power is manifestly declining relative to Europe and the rising capitalisms of East Asia. Wir sind jetzt in einer Phase, in der die USA in ihrer Position deutlich verletzlicher sind und dies aufgrund der Tatsache, dass ihre wirtschaftliche Stärke abnimmt im Verhältnis zu Europa und zu den neuen aufstrebenden Industriestaaten in Südostasien. But what the US nevertheless tries to do is to perpetuate its hegemony by making the transnational liberal capitalist space that it had built after the Second World War genuinely global. Was die USA dennoch versuchen, ist ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten, und zwar indem sie diesen liberalen, kapitalistischen, transnationalen Raum, den sie geschaffen hatten in der Phase des Kalten Weltkrieges, indem sie diesen ausdehnen auf die gesamte Welt. One dimension of this attempt is the globalization of neoliberalism, driven through by the IMF and the World Bank from the 1980s onwards. Eine Dimension dieser Entwicklung ist die Internationalisierung des Neoliberalismus, den die USA über die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds seit den 1980er Jahren weltweit betreiben. The expansion of NATO to encircle Russia is another dimension of this strategy. Eine weitere Dimension ist die Ausweitung der NATO mit dem Ziel, Russland einzukreisen. But the most spectacular example is the so-called war on terrorism launched by the Bush administration after 9/11. Das spektakulärste Beispiel für diese Strategie ist jedoch der Krieg gegen den Terror, den die Bush-Regierung nach den Angriffen vom 11. September ausgerufen hat. And I'll borrow the name of a book by a British Marxist economist, Peter Gowan, who I'm sure Frank knew. The Global Gamble, to describe what the Bush administration were trying to do. Und ich werde jetzt einen Buchtitel heranziehen von einem Buch, was Peter Gowan geschrieben hat. Ich bin mir sicher, Frank hat ihn gekannt. Und dieser Titel heißt The Global Gamble, also das Spiel um die Welt. Und damit ist, glaube ich, die Strategie der US-Regierung ganz gut beschrieben. What the Bush administration tries to do in the face of the shift in the balance of economic power to the east that is taking place is to try and use its advantage in military power. Was die Bush-Regierung versucht hat, war, dass in einer Phase, in der sich der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt Richtung Osten verlagert, die militärische Übermacht, die sie haben, zu nutzen. Seizing Iraq was part of this strategy, and crucially a means of further entrenching US domination of the Middle East. Der Angriff auf Irak und die Besetzung Iraks war ein entscheidender Schritt dabei, bei dem Versuch, die US-Hegemonie weltweit abzusichern. And of course this was about oil, but not so much directly to benefit the American economy. Es ging dabei natürlich um Öl, allerdings nicht unmittelbar darum, Öl für die US-Wirtschaft zu bekommen. Because it's all the other major capitalist powers who are actually more dependent on Middle East oil than the US is. Denn es sind die anderen wirtschaftlichen Mächte, nicht die USA, die in erster Linie abhängen vom Erdöl des Nahen Ostens. The European Union, Japan, China, India, all heavily dependent on Middle East oil. Das gilt für Europa, das gilt für Japan, für China, für Indien. Sie alle hängen stark vom Öl aus dem Nahen Osten ab. So, seizing Iraq would increase the US's ability to
would underline the US's ability to control the rest of the world's access to Middle East oil. Die Besetzung des Irak ist also ein Schritt, um die Macht der USA zu sichern, mit dem Ergebnis, dass sie sozusagen Zugriff haben, die Kontrolle haben über den Zugang zum Erdöl im Nahen Osten. But of course this gamble failed. Wir wissen aber alle, dass dieses Spiel gescheitert ist. The US will withdraw its last troops from Iraq by the end of this year. Am Ende dieses Jahres werden die USA ihre letzten Truppen aus dem Irak abziehen. I think the biggest benefit of assassinating Osama bin Laden from the point of view of the Obama administration is that it makes it easier for them to withdraw from Afghanistan. Und ich glaube, dass der größte Vorteil, den die USA aus der Ermordung von Osama bin Laden ziehen werden, der ist, dass es für die Obama-Regierung leichter ist, einen Abzug aus Afghanistan zu rechtfertigen. And the reason why they need to conduct this kind of imperial retreat is underlined when we look at the rest of the world. Und der Grund, weshalb die USA gezwungen sind, diesen Rückzug in ihrem imperialistischen Projekt anzutreten, den Grund dafür sehen wir deutlicher, wenn wir uns den Zustand des Restes der Welt ansehen. In particular, the global economic and financial crisis has reinforced the shift of power away from the United States and Europe. Vor allem die große Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Entwicklung noch beschleunigt, dass die wirtschaftliche Stärke, der wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt sich verlagert, weg von den USA hin zu den Staaten in Südostasien und Europa. In particular, China, thanks to absolutely massive state spending, was able to emerge from the Great Recession of 2008-2009 very quickly. Vor allem China ist es gelungen, aufgrund massiver Staatsintervention, massiver staatlicher Ausgabenprogramme sehr schnell aus der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 herauszukommen. And since then the Chinese economy has been growing very quickly, possibly too quickly for its own good. Seitdem ist es China gelungen, ein sehr hohes wirtschaftliches Wachstum an den Tag zu legen, vielleicht sogar ein zu hohes Wachstum, also selbst für China war das wohl zu viel. This creates a very dramatic contrast with the United States and much of Europe that is stagnating economically. Und die steht in scharfem Kontrast zur Situation in den USA und auch großer Teile Europas, in der die wirtschaftliche Stagnation sich nach der Wirtschaftskrise eingestellt hat und keine Erholung sichtbar ist. But also China's growth pulls up the economies that supply China. Das Wachstum in China stärkt jedoch auch die anderen Wirtschaftsländer, die Waren liefern an China. Whether it's sophisticated manufactured components like Germany, or whether it's raw materials like Brazil and food and raw materials like Brazil and South Africa. Und dies gilt sowohl für Deutschland. Deutschland liefert Vorprodukte an China, technische Vorprodukte. Das gilt aber auch für Länder wie Südafrika und Brasilien, die Lebensmittel und Rohstoffe an China liefern. And so we find ourselves with a situation that is in various ways very unstable. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, die in vielerlei Hinsicht sehr instabil ist. The US is still much the strongest capitalist power. Die USA sind immer noch die mächtigste Wirtschaftsmacht der Welt. And it's very important not to underestimate the rulers of the United States. Und es ist sehr wichtig, man darf die politischen Führung der USA nicht unterschätzen.